Heute sprechen wir über die Gas- und Strompreisentwicklung in Polen, wie mein eigener Gas- und Strompreis auf den Kilowatt ist. Wir sprechen auch noch ein bisschen über die Sorge der Bürger hier in Polen wegen der Energiepreiserhöhung und was sich die Regierung zu diesem Thema einfallen lassen hat. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, die Gaspreise steigen, die Strompreise steigen und die Menschen fangen so langsam an, sich Sorgen zu machen, da die Tage immer kälter und kälter werden. Wer mein letztes Shorts-Video gesehen hat, hat da auch gesehen, dass wir hier zumindest in der Region, wo ich hier lebe, schon die Temperaturen so langsam in den Minusbereich fallen. Ja, und dann will ich euch auch mal was zeigen, was ich jetzt bei mir im Hausflur gesehen habe. Und zwar haben wir hier einen Nachbarn gehabt bei mir, der hat einen Zettel an der Haustür, unten an der Haustür geklebt, mit dem Text hier, den wir jetzt hier auch gerade sehen. Und zwar, zbliża się zima, ceny ogrzewania coraz wyższe, nie marnuj ciepła, zamykaj drzwi. Was jetzt so ganz grob übersetzt heißt, dass sich halt der Winter nähert, dass die Heizpreise immer höher werden, dass man halt keine Wärme verschwenden soll und die Tür immer schließen sollte. Also mit der Tür ist jetzt nicht oben die Wohnungstür gemeint, mit der Tür ist unten die Haustür gemeint. Hier bei uns, jetzt in dem Block, wo ich jetzt wohne, gibt es quasi zwei Eingangstüren. Also erstmal man geht durch die erste Tür, dann ist man sowas wie in einem Vorflur, sage ich jetzt mal, wo jetzt nur ein Briefkasten ist und danach geht man durch die zweite Tür und dann ist man in dem Hausflur. Und warum sich vielleicht so der ein oder andere Bürger Sorgen macht, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil hier die Heizkosten ein wenig vielleicht anders berechnet werden wie in Deutschland. Zumindest ist das meine eigene Erfahrung. Ich in Deutschland, wo ich noch in Deutschland gelebt habe, hatte ich zum Beispiel einen Heizkostenverteiler. Das sind halt diese Dinger, die an den Heizungen befestigt, montiert sind, wo dann quasi der Verbrauch berechnet wird. Und das, was du verbrauchst, das bezahlst du. Hier ist das ein bisschen anders und auch in sehr vielen eigentlich Wohnblocks, zumindest ist das mein Wissen so, wird das so gemacht, dass quasi die Heizkosten alle gesammelt werden vom ganzen Wohnblock und dann durch alle Lokatoren geteilt werden. Das heißt, wenn du jetzt sparsam bist, überhaupt nicht heizen tust und dein Nachbar schön die Fenster offen hat und die Heizung auf volle Pulle hat, zahlst du quasi seine Rechnung mit. Ja? Er im Prinzip zahlt weniger, weil du nichts verbrauchst, aber du zahlst im Prinzip mehr, weil er halt mehr verbraucht. Also ihr versteht schon, denke ich, das Prinzip. Und ja, deswegen kann ich das auch verstehen, dass es hier den einen oder anderen Bürger gibt, der vielleicht nochmal darauf hinweisen möchte, dass die Preise steigen und dass man vielleicht, sage ich jetzt mal, ein bisschen bewusster mit der Energie umgehen sollte. Zu denen kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch gerade die ältere Generation sich Sorgen macht, die vielleicht jetzt im Rentenalter sind. Man muss sagen, wenn man hier in Polen eine Rente von 2.000 bis 2.500 Zloty hat, ist das wirklich schon eine sehr, sehr gute Rente. Ja, aber sagen wir, wie es ist, wenn man hier 2.500 Zloty nur zum Leben hat, ist das jetzt eigentlich nicht die Welt. Und wenn dann sowas wie Gaspreise steigen, die Strompreise, wo wir auch nochmal gleich darauf kommen, steigen, Lebensmittelpreise steigen, Nebenkosten steigen. Ja, und wenn dann da jemand ist, der dann seine 2.000 Zloty hat und jetzt dann noch jeden Monat zusätzlich alle Kosten insgesamt nochmal 200, 300 Zloty mehr zahlen muss, dann ist das schon eine Stange Geld für ihn. Und ja, deswegen kann ich auch die Sorge von dem einen oder anderen nachvollziehen. Zeige ich euch aber jetzt auch mal direkt meine Gaspreise, wie die derzeit bei mir sind und wie die sich überhaupt auch entwickelt haben. Moment, dann nehme ich euch mal mit bei mir auf meinem Bildschirm. So. Geht das? Ja, so, genau. Also hier haben wir jetzt die Gaspreise von 21 und 22. Also der Gaspreis 21 war bei 19 Grosche, also der Gaspreis auf den Kilowatt war bei 19 Grosche, was auf den Euro ca. 4 Cent sind. Auf den Kubik, also ein Kubik Gas hat 2,05 Zloty gekostet, was ca. 43 Cent sind. Und die Grundgebühr
Muss man auch sagen, die Grundgebühr, das kommt auch auf die Region an. Der eine zahlt mehr, die andere weniger. Aber jetzt bei mir in der Region, ich kann jetzt nur von meiner Region sprechen, wo ich hier wohne, war die bei 8,47 Sorte, was auf den Euro 1,77 Euro. Hier jetzt sind wir bei den Gaspreisen 22. Das sind auch derzeit meine aktuellen Preise, wie ich die jetzt auch zahle. Ich zahle derzeit 24 Grosche auf den Kilowatt Gas, was ca. 5 Cent sind. 2 Sorte 20 auf den Kubikgas, was ca. 46 Cent sind. Und die Grundgebühr sind 8 Sorte 64, was 1,80 Euro ungefähr sind. Hier haben wir dann jetzt auch die prozentuale Erhöhung von 21 auf 22. Und ja, ich sag mal, die Grundgebühr, das sind jetzt keine ganzen 2%, das ist noch auszuhalten. Preis auf den Kubik, okay, da sind wir jetzt bei fast 7,5%, was jetzt, ja, ich sag jetzt mal, auch noch auszuhalten ist. Aber jetzt haben wir hier schon eine Erhöhung von über 31% auf den Kilowatt Gas. Und deswegen auch nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, ich kann die Sorge des ein oder anderen Bürger verstehen, wenn er vielleicht wirklich nur eine bestimmte Summe im Monat zum Leben hat und sich schon nichts mehr zur Seite legen kann und alle Kosten insgesamt hochgehen und jetzt auch noch die Gaspreise hochgehen von über 30%. Ja, das geht dann schon ins Portemonnaie und der ein oder andere Bürger wird sich dann da schon seine Gedanken machen und vielleicht auch seine Sorgen machen und ja, das ist für manche Leute einfach nicht leicht. So, dann, das sind jetzt hier die Gaspreise. Wir kommen noch gleich zu meinen Strompreisen und wie die sich entwickelt haben. Aber ich nehme euch jetzt auch noch mal mit auf einen Artikel, der hier eigentlich sehr spannend ist. Fangen wir mal so an. Der Artikel ist auf Polnisch. Ich packe euch den nachher auch noch mal in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch dann später auch noch mal übersetzen lassen von jemandem. Und zwar sind auch die Strompreise in Polen sehr gestiegen. Die werden jetzt auch im Jahr 2023 nochmal ansteigen. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Text übersetzen, weil das schon wirklich sehr, sehr viel ist und da auch sehr viele Rechnungen bei sind, die eigentlich sehr uninteressant sind. Aber hier sind so 2, 3 Sachen, die hier sehr interessant eigentlich sind und die werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also hier haben wir schon mal einen Hinweis, dass der Strompreis im Jahr 2023 auf 180 bis 300% steigen kann. Das ist jetzt also keine fixe Summe, dass das jetzt zu 100% so passiert, aber es kann so kommen. Und da hat sich auch die Regierung jetzt etwas einfallen lassen, ja, weil hier wurde auch diskutiert, einen Strompreisdeckel aufzusetzen. Das heißt, dass irgendwann einfach der Strompreis nicht mehr steigen darf, ja, was aber auch abgelehnt wurde. Aber die Regierung hat sich jetzt irgendetwas anderes einfallen lassen. Und zwar ist das jetzt so, wenn man einen Jahresverbrauch von 2000 Kilowatt hat, 2600 Kilowatt hat oder 3000 Kilowatt hat für die verschiedenen Gruppen, das erkläre ich dann auch gleich nochmal, bleibt der Strompreis gleich. Übersteigt man diese Kilowattanzahl im Jahr, dann wird die Differenz mit der neuen Strompreiserhöhung dazugerechnet. Ich komme gleich nochmal näher darauf ein. Also hier haben wir dann erstmal die Grenze 2000 Kilowatt, das ist jetzt für die normalen Familien, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wenn du mit deiner Frau ein Kind hast, du hast ein Limit von 2000 Kilowatt, die du im Jahr verbrauchen kannst. Zu dem aktuellen Strompreis überschlägst du die 2000, also kommst du höher wie 2000 Kilowatt, musst du die Differenz, sage ich jetzt mal, du verbrauchst 2100 Kilowatt, musst du die 100 Kilowatt zu dem neuen Tarif bezahlen. Das heißt, die 2000 zahlst du zum alten Tarif und die 900 Kilowatt, die du zusätzlich verbraucht hast, zahlst du dann zum neuen Tarif dann halt diese 180 bis 300% zusätzlich. Das zählt für normale Familien, sage ich jetzt mal. Dann haben hier ist das so beschrieben, wenn du jetzt ein Pflegefall zu Hause hast, ja, dann kannst du 2600 Kilowatt im Jahr verbrauchen. Und hier genau das gleiche Prinzip. Überschreitest du die 2600 Kilowatt, musst du auch wieder mehr zahlen zu den neuen Strompreisen. Und dann haben wir hier auch noch einmal die
3000 Kilowatt und die 3000 Kilowatt ist für Familien also für Großfamilien, die mehr wie 3 Kinder haben oder halt Landwirtschaft betreiben. Die können bis zu 3000 Kilowatt im Jahr verbrauchen. Verbrauchen die mehr, genau das gleiche Prinzip wie vorher auch, müssen die den Mehrverbrauch mit den neuen Strompreisen, wird das dann berechnet im Prinzip. Und das ist jetzt ja auch eigentlich so das Wichtigste, was hier drin steht. Wie gesagt, hier sind auch noch verschiedene Rechnungen aufgestellt, wie und was da jetzt genau berechnet wird. Ich packe euch auf jeden Fall den Link nach meiner Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auch noch mal nachher anschauen. Aber ich habe jetzt hier auch noch etwas ganz Interessantes gefunden, auch hier noch mal eine Strompreisentwicklung der letzten 2 Jahre. Also wie jetzt hier der Strompreis war im Jahr 2020, 2021 und wie der derzeit ist. Und zwar ist das auch in diesem Artikel geschrieben, dass dieser Preis hier im Jahr 2022, das ist jetzt den Preis auf den Megawatt, da hat ein Megawatt sind 1000 Kilowatt, 252 Sorte auf der Börse gekostet. Das heißt, der Stromhändler hat den Strom dort gekauft, 1 Megawatt oder beziehungsweise 1000 Kilowatt für 252 Sorte und hat den dann einfach an die Lokatoren hier weiterverkauft, um das jetzt mal so ganz grob zu beschreiben. Also da war hier der Preis 2022 auf 252 Sorte. Auf Euro sind das 56 Euro. Ich habe hier den Kurs 1 Euro gleich 4 Sorte 50 genommen. Warum habe ich 4 Sorte 50 genommen? Weil 2020 ungefähr der Euro-Sorte-Kurs 1 Euro gleich 4 Sorte 50 war. 2021 haben wir hier schon eine wahnsinnig große Erhöhung von ungefähr 600-700%, wie wir das hier sehen. Dann haben wir hier für den Megawatt, beziehungsweise der Stromhändler hat für den Megawatt 1300 Sorte bezahlt, was auf den Euro ca. 277 Euro ist. Auf den Kilowatt gerechnet 1 Sorte 30. Und in August 2022 waren wir dann schon auf fast bis zu 1556 Sorte auf den Megawatt, was 331 Euro sind. Ich zahle derzeit auf den Kilowatt 83 Grosche, was 70 Cent sind, das ist der Nettopreis. Dann kommen auf diese 83 Cent noch 5% Watt, das sind 4 Grosche bzw. 1 Cent, was jetzt ein Gesamtpreis von 87 Grosche bzw. 18 Cent ist. Das ist mein derzeitiger Preis auf den Kilowattstrom. Und mich würde sehr interessieren, wie eigentlich die Gas- und Strompreise derzeit in Deutschland sind, beziehungsweise wie die sich jetzt in der letzten Zeit entwickelt haben. Du kannst mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ein Like da lässt. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen und du würdest dann auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ich ein neues Video zum Thema Polen hochlade. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!